Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser hübschen Häkeljacke oder Bluse, je nachdem wie ihr euch die Ärmel und das Vorderteil später ausarbeiten möchtet. Das Ganze wird wie immer für Größe M gehäkelt. Dazu nehme ich den Brustumfang. Wenn ihr allerdings sagt, die Jacke soll über die Hüfte gehen und euer Hüftumfang ist breiter, dann nehmt selbstverständlich euren Hüftumfang. Ansonsten gehe ich hier von dem Brustumfang aus und das sind bei Größe M immer so in etwa 100 cm. Diese teile ich durch 2 und komme somit auf 50. Auf diese 50 cm rechne ich dann nochmal plus 10 drauf, damit das Ganze unter den Ärmeln schön locker sitzt und nicht zu eng darunter. Und komme somit auf ein Endergebnis von 60 cm. Das heißt, egal für was für eine Größe ihr häkelt, ihr nehmt den Brust- oder Hüftumfang, teilt diesen durch 2 und auf das Ergebnis rechnet ihr nochmal 10 cm mehr drauf. Und das Ergebnis schlagt ihr dann gleich mit mir als Kette an. Danach nehmt ihr euch von einem gut sitzenden Pullover oder von einer Bluse einfach mal die Ärmelhöhe. In meinem Fall sind es 18 cm und diese benötigen wir dann gleich mal 2. Und zum Schluss gehen wir noch hin und messen von unterm Ärmel herab, wie lang unsere Jacke ungefähr werden soll. Und hier habe ich mich dann für 30 cm entschieden. Und mehr benötigen wir auch nicht. Dann stellt ihr euch einfach mal vor, dass wir gleich ein Rechteck häkeln, was bei mir eine Breite von 60 haben wird. Und danach teilt sich das Ganze so auf, dass wir einmal hochhäkeln, und zwar den unteren Teil der Jacke, wie lang sie werden soll. Das wären dann 30. Dann die erste Ärmelhöhe, 18. Und da wir das Ganze mal 2 nehmen müssen, die zweite Ärmelhöhe mal 18. Und somit habe ich dann eine Gesamtlänge von 66 cm. Also wird mein Rechteck, was ich nachher häkeln muss, 60 mal 66 cm haben. Und dann kommen wir nun. Eine direkte Kette mit festen Maschen benötigt ihr zuallererst 2 Luftmaschen. Danach stecht ihr in die erste Masche ein, am besten in die untere einzelne Lasche. Holt den Faden hindurch und zieht beide auf gleicher Höhe. Dann holt ihr den Faden durch eine Lasche und dann durch 2. Ganz leicht zu merken, erst durch eine und dann durch 2. Dann könnt ihr hier unten den Knoten etwas hochziehen und erkennt dadurch auch am besten die erste gebildete Masche hier unten. Dort stecht ihr dann jetzt wieder ein, holt den Faden durch, zieht beide Laschen auf gleicher Höhe, durch eine und durch 2. Dann hier in die nächste gebildete Masche einstechen, Faden holen, durchziehen, beides auf gleicher Höhe ziehen, durch eine und durch 2. Und mit etwas Übung wird das Ganze richtig gleichmäßig. Der Vorteil dieser direkten Kette ist, dass ihr schon so gut wie das richtige Maß habt. Da wird sich nicht mehr viel verändern. Bei einer Luftmaschenkette habt ihr meistens unten etwas enger als oben, also es latscht noch etwas aus und ja, euer Ergebnis ist auf jeden Fall anders als das, was ihr eigentlich anschlagen wolltet. Von daher hat es eigentlich auch den Effekt wie bei einer Maschenprobe. Ja, es ist einfach genauer. Und wie gesagt, ihr schlagt jetzt so lange diese Kette an, bis ihr auf die richtige Maße kommt, also eure Maße oder halt auf die 50 cm, falls ihr für diese Größe häkeln möchtet. Danach alles einmal durchzählen, gucken, ob die Maschenanzahl teilbar durch 10 ist und nochmal plus 5. In diesem Fall 95 Maschen. Nach 95 Maschen können wir uns nun der zweiten Reihe widmen.
Dazu machen wir 3 Wendeluftmaschen. Und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, die erste Masche direkt am Fuß gehört zu diesem Stäbchen. Wir stechen also hier in die zweite ein, einen Umschlag und in die zweite Masche ein Stäbchen häkeln. Danach in die nächsten beiden auch nochmal ein Stäbchen häkeln. So. Quatsch, was erzähle ich da? In den nächsten 3. Damit wir optisch 5 Stäbchen haben, also mit unseren Wendeluftmaschen. Nun machen wir einen Umschlag, lassen 2 Maschen frei und stechen in die dritte ein und häkeln ein Stäbchen. 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5. Einen Umschlag und in die gleiche Masche noch ein Stäbchen. Einen Umschlag, wieder 2 Maschen freilassen und ab der dritten wieder 5 Stäbchen in die nächsten 5 Maschen häkeln. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Umschlag, 2 freilassen und in die dritte ein Stäbchen. 5 Luftmaschen und in dieselbe Masche nochmal ein Stäbchen. Ein Umschlag, 2 Maschen freilassen und ab der dritten Masche 5 Stäbchen in die nächsten 5 Maschen. Und diese Reihenfolge behaltet ihr nun bei und häkelt bis zum Ende. Und am Ende, wie ihr seht, komme ich genau so aus, dass ich sowohl am Anfang als auch am Ende die Stäbchen habe. Kommen wir zur Reihe 3. 3 Wendeluftmaschen. Und ab hier jetzt in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Unsere Steigeluftmaschen sind über die Steigeluftmaschen, also beginnen wir hier über das nächste Stäbchen. Sodass ihr auch hier wieder optisch eure 5 Stäbchen über die 5 Stäbchen habt. Jetzt häkeln wir 2 Luftmaschen und stechen in die mittlere Masche unseres gehäkelten Löckchens der Vorreihe. Am besten greift ihr die Masche mit dem Nadelkopf, so kommt ihr besser da rein. Und häkeln all in feste Masche. Dann wieder 2 Luftmaschen und stecht dann bei den Stäbchen wieder ein und häkelt 5 Stäbchen über die 5 Stäbchen. So. Also von den 5 Luftmaschen der Kette nehmt ihr das mittlere dritte und häkelt da eine feste Masche hinein. Ihr könntet jetzt auch um die Kette herum häkeln, wenn euch das zu kompliziert ist. Allerdings versetzt sich dann das Ganze
beim Waschen, wie auch immer, und sieht dann etwas gruselig aus, beziehungsweise nicht mehr so sauber. Ne? Nach den 5 Stäbchen wieder 2 Luftmaschen in die mittlere einstechen, eine feste Masche häkeln, 2 Luftmaschen und wieder 5 Stäbchen über die 5 Stäbchen. Und auch in diesem Rhythmus häkelt ihr jetzt die Reihe soweit fertig. Und am Ende der Reihe angekommen, häkelt ihr das letzte 5. Stäbchen in die Anfangsmaschen der Vorreihe, rechts seitlich in die 2. oder 3. von unten. Das könnt ihr euch aussuchen, je nachdem wie fest oder wie locker ihr häkelt. So. Ich habe jetzt zum Beispiel hier in der 2. eingestochen und dadurch ist das schön gerade. Kommen wir nun zur 3. Reihe. Nun versetzen wir unser Muster, machen 3 Wendeluftmaschen, einen Umschlag, lassen das 1. und das 2. Stäbchen frei und stechen über das 3. Stäbchen ein und häkeln ein Stäbchen. 5 Luftmaschen und in die gleiche Masche nochmal ein Stäbchen. Nun links und rechts die beiden Löcksken behäkeln, und zwar in das linke 2 Stäbchen, ein Stäbchen in die feste Masche und 2 Stäbchen daneben. Einen Umschlag in das mittlere der 5 Stäbchen, einstechen und ein Stäbchen häkeln, 5 Luftmaschen und noch einmal ein Stäbchen in die gleiche Masche. Nun wieder in das erste Löcksken 2 Stäbchen, in die feste Masche ein Stäbchen und in das dahinter 2 Stäbchen. In das mittlere der 5 Stäbchen wieder ein Stäbchen, 5 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und auch diese Reihenfolge bis zum Ende. Und auch hier am Ende, nach dem letzten V, steche ich in der 2. Masche der Vorreihe seitlich ein und häkel das letzte Stäbchen. Nun zur letzten und 4. Reihe. Wir häkeln 3 Luftmaschen für ein Stäbchen, danach nochmal 2 dazu und stechen dann hier in die mittlere Masche ein und häkeln unsere feste Masche. 2 Luftmaschen und danach die Stäbchen. 5 Stäbchen in die 5 Stäbchen der Vorreihe. Zwei Luftmaschen und in die
mittlere Masche der Kette einstechen und eine feste Masche häkeln. Danach 2 Luftmaschen und wieder 5 Stäbchen über die 5 Stäbchen der Vorreihe. Und so häkeln wir jetzt wieder bis zum Ende. Und am Ende der Reihe 2 Luftmaschen, in die mittlere Masche die feste Masche häkeln. Zwei Luftmaschen und im Stäbchen der Vorreihe seitlich mit einem Stäbchen schließen. Nach 78 Reihen sieht das Ganze so aus und ich habe dann meine gewünschte Länge erreicht. Hier, wo die Marker sitzen, ist der Part, wo die Ärmel umgeklappt werden, also dieser Bereich. Und das klappen wir jetzt einfach gleich um. Die Marker markieren die Mitte. Also ihr nehmt es dann so und klappt es einfach nach vorne. Nun wird hier links und rechts das Ganze an der Spitze kurz fixiert, dass es nicht mehr verrutschen kann. Also nicht die Seiten komplett zunähen, sondern nur die Spitze links und rechts annähen. Aber vorher zählen wir einmal über den Marker ab. Das sind hier 20 Reihen. Und dann nochmal hier unten 20 Reihen. So, und dann können wir das so umknicken und verbinden. Jetzt kommt aber der andere Punkt. Achtet darauf, dass ihr von diesem Muster zu diesem Muster einen Unterschied habt. Also hier habe ich jetzt zweimal Lochmuster, einmal links und einmal rechts. Wenn ich jetzt rüber häkel, hätte ich das gleiche. Also muss ich eine Reihe bzw. 2 Reihen weiter wandern, dass ich hier ein zues Muster habe und hier ein offenes Muster. Hier kann ich dann den Endfaden nehmen, zum kurz annähen. Also ich gehe jetzt hier einfach 2-3 Mal durch. Und das hält dann auch erstmal. Die Ärmel bleiben jetzt erstmal unbehäkelt. Und nachdem wir beide Seiten fixiert haben, häkeln wir von hier unten komplett herum am Kragen entlang, also hier über den Ärmel, und hier seht ihr es nochmal, hier ist das Lochmuster und hier ist zu. Und wenn wir hier rüber häkeln, brauche ich wieder ein Lochmuster, damit es gleich ist, damit ihr immer im gleichen Rhythmus bleibt. So, jetzt habe ich hier beide Seiten fixiert. So sieht es aus. Und jetzt beginne ich hier unten an der Ecke mit dem Muster. Dazu fixiere ich den Faden hier unten an der ersten Masche. So, 3 Luftmaschen und dann das Muster halt, wie ihr es kennt. Hier haben wir jetzt ein offenes Muster, also machen wir hier direkt zu Beginn ein zues. Ich häkel ein Stäbchen ins erste Löcksken, ein Stäbchen in die feste Masche und 2 Stäbchen in das zweite Löcksken. Somit habe ich wieder unsere optischen 5 Stäbchen verteilt. No, 1, 2, 3, 4, 5. Und hier schaue ich mir die Mitte heraus, da kann ich genau in der Naht einstechen und häkel dann ein Stäbchen
Luftmaschen und ein Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Und hier jetzt wieder 5 Stäbchen. 2 ins erste Löckchen, 1 in die feste Masche und 2 ins zweite Löckchen. Und so sieht's aus. Und jetzt macht ihr immer so weiter, einmal komplett herum, im U häkeln. Also hier jetzt immer so ein Wechsel. Und dann komplett herum, hoch, hier vorne am Kragen lang. Und auf der anderen Seite wieder runter. Und das macht ihr so weit, bis für euch das vorne lang genug ist. Nach 26 Reihen habe ich meine 25 cm fertig gehäkelt. Linke und rechte Vorderteil sind somit fertig, da wir in einem U vorn gehäkelt haben. Und dann können wir uns nun den Ärmeln widmen. Für die Ärmel fange ich hier unten wieder an, im Achselbereich, damit wir dort immer dann die Richtung wechseln können und die Naht schön in der Mitte bleibt. Beziehungsweise man hat ja bei dem Muster den Vorteil, dass man es da nicht so krass sieht. Jetzt nehmt ihr euch am besten den Ärmel einmal so zusammen und schaut, wie die Musterung ist. Also hier habe ich links und rechts die Löckchen, hier in der Mitte unten aber auch. Also werde ich hier die Stäbchen machen, hier dann ein Löckchenmuster und hier wieder die Stäbchen, damit ich dann in der richtigen Reihenfolge auch um den kompletten Ärmel herum häkle. Also als Beispiel hier oben, dass wir hier, wo die Stäbchen sind, dieses Muster machen und wo dieses Muster ist, die Stäbchen verteilen. Wie immer 2 Stäbchen in das erste Löckchen, ein Stäbchen in die feste Masche und 2 Stäbchen ins feste Löckchen. Und hier kennt ihr ja erste Reihe das V und zweite Reihe mit der Luftmaschenkette. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mal im unteren Bereich. So, also wie gerade schon erwähnt, schaue ich mir das Muster an. Hier ist das offene, zu, offen, zu. Das heißt, ich werde hier jetzt die Stäbchen häkeln. So. So. Also, wir haben hier das und hier das. Nee, Quatsch, hier muss ich mit dem V anfangen. Also das Stäbchen werde ich dann mit diesen hier verbinden. Hier werde ich zum Schluss noch 4 machen. Dadurch habe ich mit dem hier ein 5. Und werde jetzt erstmal mit einem Umschlag in die Masche in der Mitte ein V beginnen. 3 Luftmaschen. Noch eine Masche. Und dann hier ganz normal, wie wir es kennen, 2 Stäbchen. Den Faden nehme ich hier direkt mit. Dann in die feste Masche ein Stäbchen. Und daneben nochmal 2 Stäbchen. Dann haben wir nämlich jetzt hier das Zur-Muster. Da steche ich so gut wie es geht mittig ein und mache wieder das V. Und hier habe ich wieder die Löcher.
2 Stäbchen ins erste, ein Stäbchen in die feste und 2 Stäbchen durchs zweite Loch. Dann kommen jetzt hier wieder die geschlossenen. Da steche ich mittig ein, häkel ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und das Stäbchen. Und jetzt geht es im Grunde so weiter, wie ihr es eigentlich kennt. Wir schließen das Ende halt hier bei dem Muster genauso mit den 5 Stäbchen, wobei ich ja gerade gesagt habe, die erste Kette, die ich hier gehäkelt habe, ersetzt quasi das 5. Stäbchen. Danach macht ihr 3 Wendeluftmaschen und häkelt das Ganze in die andere Richtung zurück, also hier, wo die Stäbchen zum Schluss gehäkelt worden sind. Und das Reihe für Reihe immer schön die Richtung wechseln und dann kennt ihr das ja, nach jeder zweiten Reihe wird das Muster versetzt. Nach 4 Reihen bzw. 4 Musterreihen, also 6 Reihen insgesamt, wechsle ich auf eine kleinere Nadel. Weil bei diesem Muster Abnahmen zu machen, damit der Ärmel etwas enger wird, sieht nicht aus. Also könnt ihr dann einfach eine kleinere Nadel verwenden. Ich werde dann auf eine Zweiernadel runtergehen und den Ärmel dann so lang häkeln, wie jeder für sich möchte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Endergebnis. So, zurück, der Ärmel ist fertig. Nach 18 Reihen habe ich ca. 18 cm gehäkelt, aber ich habe nach 6 Reihen die Nadel gewechselt und bin von der 3,5er auf die 2er Nadel runter, und zwar aus folgendem Grund. Ich persönlich empfinde, dass hier Abnahmen zu machen vom Muster her nicht ausgesehen hätten. Daher einfach der Trick, eine kleinere Nadel verwenden und wie ihr seht, wird der Ärmel leicht schmaler und sitzt dadurch besser. Nun noch die andere Seite vom Ärmel und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, noch so einen Abschlussrand häkeln. Da blende ich euch aus einem anderen Video noch mal kurz ein, wie der gemacht wird. Diesen habe ich an den Ärmeln gemacht und einmal komplett am Jackenverlauf lang. Ich persönlich habe auch für mich entschieden, die Jacke offen zu tragen. Ihr könnt natürlich auch mit einem Druckknopf oder magnetischen Knopf oder normalem Knopf in der Mitte einen anfügen und die Jacke auch schließen. Sieht natürlich auch schön aus. Genauso wie euch kleine Ziertäschchen noch dran machen. Und dann seid ihr eigentlich schon fertig. Zurück, nachdem ich den zweiten Ärmel komplett gehäkelt habe, zeige ich euch noch kurz den Abschlussrand, den ich sowohl am linken als auch am rechten Ärmel und am Hals, Kragen und Bündchen gehäkelt habe. Und zwar geht ihr hin, macht einfach eine Luftmasche für feste Maschen. Dann stecht ihr in die erste Masche ein, holt den Faden hoch, zieht beide Laschen auf gleicher Höhe, verdreht die Nadel einmal und mascht das Ganze gemeinsam ab. Dann geht ihr direkt in die nächste Masche, holt den Faden durch, zieht beides auf gleicher Höhe, schön locker, verdreht die Nadel wieder und mascht das gemeinsam ab. Nächste Masche, Faden holen, beide Laschen hochziehen, verdrehen und abhäkeln. Und so geht jetzt die ganze Runde und dann habt ihr einen wunderschönen Abschluss. Das zeige ich euch hier nochmal. Schön gerade, stabil. Das gleiche auch hier vorne. Und fertig ist eure Jacke. Ihr könnt euch jetzt natürlich vorne noch ein Knöpfchen machen, Magnet oder normalen Knopf. Da ihr eh diese Löckskin habt, könnten normale Knöpfe auch gut kommen. Oder ihr bindet euch das Ganze mit 2 Kordeln, wie auch immer. Oder tragt sie einfach offen. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer wichtig für uns YouTuber. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr dies kostenlos tun. Und dann würde ich sagen, lasst die Nadeln glühen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.